Herzlichen Dank für die Einladung, auch die Möglichkeit hier sozusagen bei Ihrer Premiere auch dabei zu sein in diesem Format. Wir sind zu zweit hier. Mein Kollege Patrick Knöffel, der übernimmt den zweiten Teil der Präsentation. Wir kommen vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und bei uns geht es um den digitalen Zwilling Deutschland. Das ist ein Projekt der Bundesverwaltung, auch für die Bundesverwaltung. Und ja, ich möchte einfach am Anfang mal die Frage in den Raum stellen, warum brauchen wir einen digitalen Zwilling? Wir haben ja auch sozusagen ja, digitale Zwillinge der Städte und Kommunen. Bei uns geht es eigentlich in der Regel um deutschlandweite Anwendungsfälle. Auch da gibt es viele gesellschaftliche Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich Sicherheit, im Bereich Klimawandel, Waldbrand, Starkregen sind natürlich einige Dinge, die auch hier gerade in den letzten Jahren im Fokus stehen. Aber es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, wo es beispielsweise um Erreichbarkeiten geht. Ja, für alle diese Fragestellungen ist es wichtig, dass man eine aktuelle Datengrundlage hat und dass man interdisziplinär auch zusammenarbeiten kann. Vor diesem Hintergrund erstellen wir einen digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling, ich will jetzt nicht auf die Definition eingehen, kommen wir wahrscheinlich in der Diskussion auch später noch drauf. Wir wollen eine Analyseplattform bereitstellen für die Bundesverwaltung. Die bauen wir auf. Also im Moment das Projekt, es geht um den Aufbau des digitalen Zwilling Deutschlands bis 2026, um hier sozusagen verschiedene gesellschaftliche Fragestellungen natürlich mit Geobezug bearbeiten zu können. Diese Analyseplattform, was kann man sich darunter vorstellen? Zum einen bauen wir ein Datenangebot auf. Wir bauen eine technische Plattform auf und auch ein Dienstleistungsangebot. Und dazu setzen wir jetzt auch beginnend sozusagen einige Pilotanwendungsfälle um. Ich komme zuerst mal zu dem Datenangebot. Wir haben das hier sozusagen schematisch mit diesem Würfel hier dargestellt. Das ist zu einem das Fachwissen, dann Points of Interest und die 3D-Modellwelt. Was kann man sich darunter verstehen? Fachwissen, das sind beispielsweise Fachdaten, nicht nur vom Bund, auch von den Ländern und Kommunen, die Informationen, die man auch in der Geodateninfrastruktur kennt. Und wenn ich sage Datenangebot, dann sei auch hier dazu gesagt, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Daten hier zentral sozusagen zusammenzufassen, sondern wir wollen natürlich auch, der digitale Zwilling oder die Plattform ist eine komponentenbasierte Architektur, die sich denen eben auch bei Bedarf mit diesen externen Datenquellen auch verbinden kann. Dann natürlich das Datenangebot des BKGs, das fällt auch hier runter, aber es können natürlich auch externe Daten sein. Da können auch ja, Open Data oder Crowd Data eine Rolle spielen. Und die 3D-Modellwelt, da kommen wir gleich später noch etwas ausführlicher zu. Das ist ein Datensatz, den wir selber in diesem Projekt erheben und auch bearbeiten. Und zwar führen wir eine Befliegung von ganz Deutschland mittels LiDAR-Scan durch, werden eine Punktwolke enthalten. Aus dieser Punktwolke wollen wir dann aber die sichtbaren Objekte wie ja, Gebäude, Bäume, Windkraftanlagen etc. ableiten. Das nennen wir dann die Modelldaten. Ziel ist es dann, eine entsprechende Plattform zu schaffen, auf dem man mit diesen Daten arbeiten kann. Sie sehen jetzt hier mal so eine ganz grobe Skizze. Was wichtig ist, dass wir auch hier einen modularen Aufbau verfolgen. Und Sie werden wahrscheinlich später auch noch im CAD-Projekt eine ähnliche Grafik sehen mit Bausteinen. Wir haben uns tatsächlich auch hier am CAD-Projekt und an dieser Idee orientiert. Ganz wichtig ist natürlich, dass diese Bausteine alle und die Kommunikation auf der Plattform und mit externen Komponenten auf standardbasiert funktioniert. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich als Nutzer nutzen möchte? Wir haben ja eigentlich so zwei Nutzer dann im Blick. Der eine nennen wir jetzt mal Standardnutzer. Und das ist derjenige,
der sozusagen im Prinzip schon vorgefertigte Dinge benutzt, der diese Komponenten benutzen kann, zum Beispiel ein Zielgebiet auswählen, dann ja, entsprechende Daten auswählen, vielleicht Simulationen und Analysen, die dahinterlegt sind, auswählen kann und sich daraus dann die Ergebnisse erstellt. Für den versierten Benutzer, nämlich auch derjenige, der entsprechende Analyse oder Simulationsbausteine dann auch vorbereitet, das ist eher jemand, der auch Python programmiert und so weiter, der APIs nutzen kann, der hier auch über eine Web-IDE beispielsweise mit diesen Daten arbeiten kann, der die Möglichkeit sozusagen auch alle Freiheiten hat, mit diesen Daten zu arbeiten, der aber auch dann die Möglichkeit hat, Module für diese Plattform zu erstellen oder bestehende auch anzupassen oder zu erweitern um bestimmte Funktionalitäten. Ja, wir sehen hier mal sozusagen so einen Überblick über diese Plattform. Wir stellen uns das so vor, auf dieser Plattform, wie gesagt, das Datenangebot, dann verschiedene Simulationen und Anwendungsfälle, die umgesetzt werden. Unter Simulationen, das sind tatsächlich dann Prozesse, die mit den Daten arbeiten. Hier ist einfach mal schematisch einige Sachen vorgestellt. Man könnte sich vorstellen, einen fachlichen digitalen Zwilling, beispielsweise im Bereich Starkregen oder Hochwasser, vielleicht andere Zwillinge, die Entfernungsanalysen durchführen können. Das sind aber dann Bausteine, die in den entsprechenden Anwendungsfällen genutzt werden können. Also Nutzer, auch unser Angebot richtet sich hier an die Bundesverwaltung vor allen Dingen, werden dann in der Lage sein, auf dieser Plattform entsprechende Anwendungsfälle umzusetzen. Der digitale Zwilling selbst wird genutzt natürlich, um die Bundesregierung bei Entscheidungen zu unterstützen. Das heißt, daraus resultieren dann letztendlich bestimmte Maßnahmen, die auch wieder die Realität beeinflussen. Und wir haben vor, diese Befliegung auch ja, dann zyklisch zu wiederholen, sodass man dann auch letztendlich Änderungen detektieren kann und so auch beispielsweise die Wirksamkeit von Maßnahmen dann nachvollziehen kann. Der Zeitplan, wir wollen diese Plattform bis Ende 2026 aufbauen, ab 27 dann als kontinuierliches Dienstleistungsangebot anbieten und dann natürlich sozusagen laufend erweitern beziehungsweise die Datengrundlage ständig aktualisieren. Danke, Andreas. Ich übernehme jetzt hier an dieser Stelle und werde jetzt also wir haben ja, oder der Andreas hat es vorhin gesagt, wir wollen jetzt dieses Dienstleistungsangebot für die Bundesverwaltung aufbauen, zusammen oder anhand von Pilotanwendungen oder Pilotbedarfsträgern, wie das ja auch so schön heißt bei uns. Das sind Bedarfsträger aus der Bundesverwaltung, mit denen zusammen wir einige Fragestellungen umsetzen, unter anderem eine Baumkroninventur, die Dokumentation von Flughindernissen, aber das werde ich jetzt im Einzelnen auf den nächsten Folien noch ja immer so Stich- oder Highlight-mäßig kurz einmal anschneiden. Dann gehe ich noch mal kurz zu dem Datensatz zurück, den wir befliegen lassen und den wir aber auch schon in einem Vorgängerprojekt, also bevor wir angefangen haben, das ganze Projekt für ganz Deutschland auszurollen, haben wir es erstmal in der Metropolregion Hamburg getestet. Dort haben wir bereits eine LiDAR-Befliegung durchgeführt und mit diesen Daten können wir jetzt derzeit arbeiten, bis wir jetzt die bundesweite Befliegung dann in den Folgejahren durchführen lassen und auch die Daten dafür vorliegen haben. Also leider, nur noch mal ganz kurz, kann man sich hier durchlesen, wie das funktioniert. Wir haben ein Flugzeug oder wir werden Flugzeuge haben. Unter diesen Flugzeugen werden dann sich LiDAR-Sensoren und RGB-Kameras befinden. Also das Wichtige ist hier das die LiDAR-Sensorik und dann wird dann ein Lichtimpuls oder ein Laser ausgesendet, die Oberfläche abgetastet und das rückkommende Signal wird am Sensor wieder erfasst und daraus wird dann durch die räumliche Lage des Flugzeugs werden dann die Punkte, die von der Oberfläche
erfasst wurden, auch verortet, und man erhält eine sogenannte Punktwolke. Und mit dieser Punktwolke arbeiten wir dann. Das Ganze haben wir nämlich dann dadurch, dass die Kamera auch noch Luftbilder quasi gleichzeitig aufnimmt, sind wir in der Lage, das ruckelt jetzt bei mir ein bisschen, ich hoffe, bei Ihnen läuft es flüssiger. Das ist jetzt die Punktwolke, die eingefärbt ist mit RGB-Informationen zunächst, und jetzt kommen nach und nach die Klassen hinzu, die wir schon haben klassifizieren lassen, also quasi gleichzeitig mit der Befliegung. Wir hatten hier in grün Punkte beinhalten, blau ist Wasser. Man wird es hier kennen, wir fliegen gerade über Hamburg. Dann sind es in Orange Punkte, die also die als Boden erkannt werden. Und man kann natürlich durch diese Informationen auch die Punktwolke filtern und zum Beispiel sich mal Hamburg anschauen, wie es ohne Gebäude aussehen würde oder der Ähnliches. Genau, in den Punkten sind nicht nur die Klassen erhalten, sondern auch Höheninformationen. Hier, wenn man jetzt gerade über die Binnenalster fliegt, sieht man, dass wir von grün niedrige Punkthöhen bis ins Violette, wo wir große Höhe haben, eingefärbt. Haben wir das gerade gesehen. So sieht es quasi aus, wenn wir schräg auf die Punktwolke gucken. Das war das Video. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein Schnitt durch die Punktwolke aussieht. Denn man hat ja gerade mehr oder weniger nur gesehen, wie die Oberfläche aussieht, also was man von oben sieht. Wir können aber auch mit dieser hohen Punktdichte, die wir hier aufnehmen lassen. Wir reden hier von knapp 40 Punkten pro Quadratmeter. Da sind wir in der Lage, auch durch Vegetation durchzusehen. Das sieht man im oberen Bild. Das ist so ein Querprofil durch einen Laubwald. Man sieht, dass man zum einen die Baumkrone, also die obere Baumstruktur bekommt. Man bekommt aber auch Informationen, was darunter liegt. Man kann Boden erkennen, und man kann, wenn man genau hinschaut, sieht man auch so was Ähnliches wie ein Auto oder so. Also man bekommt auch Informationen über, sage ich mal, unter der Krone befindlicher Informationen. Natürlich klassisch sieht man hier, das sieht man unten links, Schnitt durch Gebäude. Man kann Dachformen, Dachaufbauten oder auch Mauern, Grundstückstrenner, sage ich jetzt mal, oder auch sonstige Informationen über Gebäude ableiten. Oder was man auch ganz schön sieht, da sieht man ganz gut, was die Punktdichte zu leisten imstande ist. Sieht nämlich eine Hochspannungsmast. Und hier sieht man zum einen, dass durch die Punktdichte diese filigrane Struktur, also die Querverstrebungen im Mast zu erkennen sind, aber auch, und das sieht man in dem mittleren Bild, sage ich jetzt mal, dass auch durch die hohe Punktdichte die Leitungen, also dass auch Punkte auf den Leitungen getroffen sind, sodass man nicht nur die einzelnen Masten erkennt, sondern auch die Verbindungen untereinander. Das ist für Trassenführung oder Verbindung ganz hilfreich. Das gibt's oder gab es bisher nicht mit geringerer Punktauflösung. Gut, habe ich mich ganz schön lange aufgehalten hier. Jetzt kommen wir mal zu den Daten, die wir daraus ableiten wollen. Also links das Flugzeug und die Punkte drunter, das ist das, was wir mit dem LiDAR erfassen. Und jetzt hat ja der Andreas schon gesagt, wir wollen als eine Datengrundlage sogenannte Modelldaten ableiten. Hier werden wir auch KI-Verfahren, sofern das sinnvoll ist, einsetzen. Und das Beispiel, was ich jetzt hier einmal zeigen wollte, ist, wie wir jetzt Modelldaten von Gebäuden ableiten wollen. Also wir erproben das derzeit, dass wir Informationen, wo die Gebäude sich befinden und welche Dimensionen sie haben, zur Verfügung stellen kann, weil das, denken wir, ist für viele Anwendungsfälle relevant. Und man erspart sich so, dass man mit der ganzen Punktwolke immer rechnen muss, wenn man zum Beispiel nur an einzelnen Modelldaten wie Gebäuden, Bäumen oder sowas interessiert ist, wollen wir diese Information ableiten. Und hier sieht man an so einem Bilderverlauf, wie wir aus der RGB-Punktwolke über die Klassifikation dann die Gebäude extrahieren, die dann wiederum erfassen wollen, segmentieren und daraus dann Informationen über Grundfläche und weitere Attribute an diese Gebäudeinformation anhängen wollen. Das erproben wir jetzt unter anderem mit den Daten der Metropolregion und werden das Verfahren auf Deutschland übertragen, sofern wir die Daten dafür haben. Wir haben hier auch noch den Modelldatensatz beziehungsweise den ersten Anwendungsfall aus der Bundesverwaltung vom Thün-Institut. Mit denen gemeinsam wollen wir eine bundesweite Baumkroneninventur durchführen. Das heißt, wir wollen jede Baumkrone in Deutschland erfassen mit unserem LiDAR-Datensatz.
Das ist eine weitere Anwendung aus der Bundesverwaltung hier mit dem Julius-Kühn-Institut. Die sind interessiert an der Identifizierung von gehölzbetonten Landschaftselementen. Auch hier eignet sich der LiDAR-Datensatz, den wir denen zur Verfügung gestellt haben, sehr gut. Ein weiterer Anwendungsfall, den wir auch haben, ist, dass wir Flughindernisse ableiten wollen. Hier arbeiten wir zusammen mit der Deutschen Flugsicherung. Hier kann man sehen, wie wir aus dem 3D-Datensatz Objekte über 50 Meter identifizieren. Hier in dem Fall sind es die Flutlichtmasten eines Stadions, die dann als Objekt herausgegeben werden, die dann für die Erkennung von Flughindernissen dient. Und die letzte Folie, das ist dann ein etwas anderer Anwendungsfall, der keine 3D-Daten verwendet. Hier wollen wir sozioökonomische Fragestellungen beantworten, indem wir Erreichbarkeitsanalysen durchführen und diese Informationen dann dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zur Verfügung stellen, die dann unter anderem herausfinden wollen, ob die Erreichbarkeit von Kitas sich auf die Erwerbsbeteiligung von Eltern auswirkt. Das war die letzte Folie. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank auch nochmal für die Gelegenheit, unser Projekt hier vorzustellen. Es ist, glaube ich, doch ganz interessant, auch so wie wir uns das ja überlegt hatten, den digitalen Zwilling, der jetzt vom BKG vorgestellt wurde, mal zu vergleichen mit dem, was wir jetzt in dem Projekt uns überlegt haben. Das eine oder andere wird Ihnen dann jetzt auch schon bekannt vorkommen. Wir haben aber trotzdem eine andere Sicht, nämlich die Sicht der Städte in dem Moment eingenommen. Und deswegen würde ich Ihnen das Projekt eigentlich ganz gerne jetzt einfach mal unter diesem Aspekt vorstellen. Wir sind 3 Partnerstädte, Hamburg, München und Leipzig. Wir kennen uns aus dem Städtetag schon über viele Jahre, sind ja gut vernetzt und haben uns 2021 zu dem Projekt zusammengefunden, in dem Ansinnen sozusagen, dass wir alle 3 Städte unsere Plattformen, unsere Datenstrukturen so weit ausbauen wollten, dass wir sagen, wir bauen urbane Datenplattformen, digitale Zwillinge aus. Lasst uns doch gemeinsam dieses Projekt angehen. Und das wird gefördert vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Wir sind jetzt etwas über der Halbzeit. Deswegen kann man das ein oder andere jetzt auch schon an Ergebnissen zeigen und vorstellen. Das kann ich Ihnen dann zumindest in Auszügen jetzt auch in der Kürze der Zeit mal zeigen. Wir sind noch bis Ende 25 unterwegs, gemeinsam. Man kann wirklich sagen, es ist auf der einen Seite sicherlich eine Herausforderung, solche 3 unterschiedlichen, aber eben auch 3 Großstädte zusammenzubringen in einem solchen Projekt. Sie sehen es, 70 Fachleute im Projektteam. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr angenehme, sehr gute Zusammenarbeit. Und dank der digitalen Möglichkeiten heutzutage können wir uns auch viel öfter sehen, als wir uns das vielleicht früher vorgestellt hatten bei so einem Verbundprojekt. Von daher ist es, als ob wir nebeneinander im Büro sitzen würden teilweise. Das vielleicht einfach zur Art und Weise auch der Zusammenarbeit, die ja doch auch neu ist, zwischen den 3 großen Städten so stark zusammenzuarbeiten. Ja, was wollen wir? Wir entwickeln gemeinsam urbane digitale Zwillinge für die Stadtentwicklung, wollen damit eben die Städte als digitales Abbild sozusagen ermöglichen, was wäre wenn Szenarien in der Stadtplanung bereitzustellen und damit eben auch die Stadtentwicklung zu unterstützen. Das Konzept, worauf ich jetzt hier auch noch mal ganz kurz eingehen wollte, haben Sie jetzt in der Praxis des BKGs auch schon gesehen. Das freut uns natürlich sehr, dass Sie sich daran auch schon orientiert haben. Das Konzept sieht eben vor, dass digitale Zwillinge die Nutzbarmachung der Informationen über die Stadt und auch die sämtlichen physischen Bestandteile, die aber eben auch die logischen Strukturen der beteiligten Akteure und die Prozesse, die dahinter stecken, darstellen und abbilden. Das bedeutet, dass wir gehen davon aus, dass wir in einer Stadt, in einer Kommune digitale Ressourcen haben als große Menge, die sich auch ständig verändert, die sich weiterentwickelt. Deswegen auch kein kompakter, fester Würfel, sondern eben eine Menge und eine Masse an digitalen Ressourcen, die wir da zur Verfügung haben, wo man sich sehr viel mehr auf Daten fokussiert hat. Wir zählen eben zu den digitalen Ressourcen nicht nur Geobasisinformationen oder eben auch Fachdaten. Wir zählen dazu auch Analysewerkzeuge, Simulationswerkzeuge, aber auch Anwendungen. Und man muss sich sozusagen vorstellen, dass jetzt hier die weißen Linien zwischen den Komponenten, sozusagen die Schnittstellen, die Verbindung
zwischen diesen einzelnen Komponenten darstellen und diese eigentlich auch erst verknüpfbar und laufbar machen. Also das Thema der Interoperabilität zwischen den Komponenten, zwischen den Daten ist da natürlich ein ganz essentielles, was es erst ermöglicht, digitale Zwillinge zusammenzustellen. Wir stellen sozusagen die einzelnen Komponenten so zusammen, dass sogenannte Fach- oder Zwillingsanwendungen für Fachfragen, je nachdem, was für Fragestellungen im Raum stehen, gelöst werden sollen. Und dafür braucht es eben diese Anwendungsfälle. Wir stellen also nicht den einen digitalen Zwilling in einer Stadt dar, sondern es geht um Zwillingsanwendungen. Und diese werden dann eben in einem digitalen Zwilling zusammengestellt, je nachdem, was für Fragestellungen auch im Raum stehen. Wir sehen derzeit vorrangig die Anwendungsfälle in der Stadtplanung, im Klimabereich natürlich, im Umweltbereich, bei der Beteiligung, aber eben auch bei der Mobilität. Also eigentlich bildet es wirklich sämtliche Bereiche in einer Stadtverwaltung, gerade auch einer Großkommune ab. Mehr oder weniger komplexe Zwillinge können eben da auch dann letztlich entstehen. Das können mal ganz einfache Zwillinge sein, aber es können eben auch sehr komplexe Fragestellungen, auch mit Analyse, mit Simulationsmodellen und so weiter dahinter stehen. Vielleicht noch der Hinweis auf den Geobasiszwilling. Sie sehen hier die schraffierten Komponenten als Teile aus einem Geobasiszwilling. Wir gehen praktisch davon aus, dass die Anwendungsfälle in den allermeisten Fällen raumbezogen sein werden, die digitalen Zwillinge. Deswegen einen einheitlichen Raumbezug, eine einheitliche Interpretationsgrundlage benötigen. Und das wäre dann aus unserer Sicht eben der Geobasiszwilling, der nicht nur Geobasisdaten oder auch kommunale Geobasisdaten in Ergänzung zu den amtlichen Geobasisdaten der Länder und des Bundes bereitstellen, sondern die Städte haben ja meistens selber auch nochmal Geobasisdaten, wie zum Beispiel eigene Befliegung, Straßenbefahrungsdaten und so weiter. Und es geht eben auch hier in dem Fall über die Geobasisdaten hinaus, sondern es sollen eben auch Anwendungen und Analysemethoden wie zum Beispiel Routing als Basis des Geobasiszwillings bereitgestellt werden. Also dass das so Komponenten sind, die eben auch als Geobasiszwilling bereitgestellt werden. Und nicht nur die Daten sind dort das Thema, sondern auch Anwendungen. Es kann eben auch eine Kartenanwendung sein, eine Dashboard-Anwendung. Das kann das Masterportal sein, es können andere Komponenten sein, die zum Geobasiszwilling dazu gezählt werden können. Für uns in Leipzig bedeutet das sozusagen wie auch in den anderen beiden Städten, dass wir geschaut haben, dass wir eben jetzt nicht einen parallelen digitalen Zwilling oder Zwillinge parallel aufsetzen zu den Infrastrukturen, die wir schon haben, sondern wir 3 Städte haben bereits Infrastrukturen. In Hamburg existiert die Open Data Plattform, in Leipzig existiert eine sehr stark ausgebaute GDI. München hat auch schon seit einiger Zeit einen digitalen Zwilling aufgebaut. Und für uns war sozusagen jetzt auch der Ausgangspunkt, das Konzept des digitalen Zwillings zu übersetzen in eine Analyse, ein Baseline-Assessment, wie wir sozusagen, was wir für Strukturen schon haben und wo wir erweitern müssen. Und für uns, deswegen hier auch nochmal die Folie, für uns bedeutet es sozusagen, dass wir unsere GDI erweitern um verschiedene Komponenten, um eben die urbalen digitalen Zwillinge bereitstellen zu können und das Konzept dann entsprechend auch untersetzen zu können. Die GDI, die wir jetzt hier in Leipzig auch schon haben, die wird eben ausgebaut durch Analysemethodiken. Was wäre, wenn, also Simulationsmodelle, aber eben auch die Anbindung, die weitere Ausbau und Anbindung von IoT, von Sensorikdaten. Das ist in Leipzig so, das sind so Schwerpunkte. Da hat jede Stadt auch seinen eigenen Schwerpunkt, aber wir arbeiten an verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Sensordateninfrastruktur wird auch in München weiter ausgebaut, arbeiten wir eben auch zusammen. Um es noch ein bisschen konkreter zu machen, was wir auch an Arbeitspaketen teilweise haben, habe ich hier nochmal so 2, 3 Folien mitgebracht, was vielleicht am bekanntesten auch jetzt aus der in Richtung Standardisierungsbemühungen vielleicht jetzt schon bekannter geworden ist, ist, dass wir eine Dienstback erarbeiten. Die soll ungefähr Anfang nächsten Jahres dann auch fertiggestellt sein, sodass eben auch andere Städte und Kommunen sich auf einen gewissen Standard berufen können. Und da sollen die Überlegungen, die wir uns im CAD-Projekt auch schon gemacht haben, die sind dort als Ideen mit eingeflossen, aber natürlich nicht nur von uns,
sondern da sind sehr viele weitere Beteiligten. Das ist ein Konsortium von 30 Organisationen und davon sind 50% Kommunen mit dran beteiligt. Also die Ideen, die wir im CAD-Projekt entwickelt haben, fließen dort sozusagen mit ein, aber werden dort nochmal ganz anders verarbeitet und entsprechend auch verarbeitet und in Standards gegossen. Dann machen wir uns im CAD-Projekt auch sehr stark Gedanken über das Thema der Datengovernance im Sinne von urbanen Datenplattformen und digitalen Zwillingen. Das bedeutet, dass wir Handlungsfelder festgestellt haben, die eben eine funktionierende Datengovernance in einer Stadt benötigt. Sie sehen rechts die Anzahl der Handlungsfelder, die wir festgestellt haben, die wir aufgelistet haben, und davon werden jetzt auch 6 Handlungsfelder, die auch in Fett jetzt markiert sind, werden nochmal etwas genauer von uns untersucht und beschrieben. Und auch das soll natürlich anderen Kommunen helfen, als Leitfaden letztlich mit einer entsprechenden Datengovernance in der Stadt umgehen zu können und selber dann eventuell ja schon relativ gut auf diese Leitlinien aufbauen zu können. Ja, alle 3 Städte bauen auch ihre 3D-Modelle aus. Das ist eins der wesentlichen Basisdaten, die in Richtung des Geobasiszwillings auch gehen sollen. Wir in Leipzig bauen natürlich das 3D-Stadtmodell genauso aus. Wir haben da schon recht viele Fachdaten auch im 3D-Stadtmodell enthalten. Und wir wollen diese Daten eben auch auf andere Art und Weise in die Präsentation bringen, also nicht die reine Online- oder Bildschirmpräsentation, sondern Sie sehen es da auch rechts. Wir haben eine Virtual Reality-Anwendung, die wir replizieren aus Hamburg. Und die haben wir schon erfolgreich jetzt in Leipzig installiert und in die Anwendung gebracht. Und das soll ein weiteres Hilfsmittel sein, digitale Zwillinge auch wirklich erlebbar zu machen. Das digitale Abbild einer Stadt nochmal ganz anders erlebbar zu machen oder in Form von Bildern. Die Stadt zum Anfassen, das habe ich jetzt gerade schon erwähnt, soll eben mit einer VR-Umgebung dann nochmal ganz anders erlebbar gemacht werden. Ich habe es gerade auch schon erwähnt, wir werden auch den Bereich der Sensordateninfrastruktur deutlich erweitern. Wir hatten schon in Leipzig eine gewisse Infrastruktur da, die wir auch schon genutzt haben, zum Beispiel zur Darstellung eines Luftgüte-Dashboards. Wir erweitern diese jetzt um Open-Source-Komponenten und auch um die SensorSyncs API, also eine Standardisierung von Datendiensten in diesem Sinne dann auch bereitstellen zu können. Da sind wir gemeinsam auch mit München unterwegs. Wir haben beide die ähnlichen Schwerpunkte in diese Richtung da auszubauen. Was auch ein wesentlicher Punkt ist, natürlich diese Daten externen und der Öffentlichkeit bereitzustellen. Das heißt, das Thema Open Data. Und wir sind in Leipzig den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir haben zwar einen internen Geodatenkatalog, werden diesen aber nicht nochmal extern gesondert bereitstellen, sondern wir binden sozusagen den internen Geodatenkatalog an das Open Data Portal. Beide Portale existierten schon und wir verknüpfen diese jetzt mit dem Open Data Portal, so dass alle Geodaten, die in unserer GDI, in unserer UDP vorhanden sind, dass diese dann auch, wenn sie als Open Data deklariert worden sind, direkt ins Open Data Portal geschliffen werden. Das sind so kleine Praxisbeispiele, wie man eben einen digitalen Zwilling auch mit Schnittstellen schneller und einfacher erlebbar machen kann. So, dann habe ich noch das Beispiel mitgebracht der Beteiligung. Auch das ist bei uns ein Teilprojekt, was sich direkt damit befasst, digitale Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung neu mit in die Stadtplanung mit reinzubringen, analoge Beteiligungsformate sozusagen zu ergänzen. Und ganz konkret wird es bei uns gerade anhand eines Planungsprojektes in der Innenstadt umgesetzt, nämlich der Matthäi-Kirchhof. Der ist eben mit der Software von Hamburg, die wir repliziert haben, nämlich dem DiPAS. In München und Leipzig ist diese Anwendung repliziert worden und wir wenden das jetzt genau auch auf dieses Beteiligungsformat an und hatten jetzt gerade auch den Beteiligungsprozess, wo wir wiederum die 3D-Planungen, aber auch im Zuge der Finalisierung des Beteiligungsprozesses, da wird dann der Siegerentwurf wird dann in Virtual Reality auch nochmal umgesetzt. So, dann schließt sich sozusagen der Kreis 3D-Stadtmodell, Beteiligungsformate und die Möglichkeit einer VR-Anwendung. Das vielleicht als Beispiel. Davon, KI wird auch bei uns im CAD-Projekt spielt das eine Rolle. Und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, was sich jetzt hier auch auf den Geodatenbereich bezieht.
Wir wollen im Zuge der Auswertung von Luftbildern und auch Straßenbefahrungen die Parkräume in Leipzig detektieren, und zwar die nicht bekannt sind, nämlich die einfach an der Straße sozusagen als Straßenrandparkflächen zur Verfügung steht. Solche Datensätze liegen in der Verwaltung so noch nicht vor und sollen eben dann jetzt über allseits bekannte und zugängliche Datenbestände eben auch ausgewertet werden, und dann später soll diese Art und Weise der Analyse auch bereitgestellt werden, sodass auch andere Städte und Kommunen das in ähnlicher Art und Weise umsetzen können. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil der Replikation. Wir teilen unser Wissen auf der CAD-Akademie, auf unserer Webseite. Das noch der Hinweis darauf, dass man sich da auch nochmal näher informieren kann. Das war genau die letzte Seite. Ja, vielen Dank, Rosa. Genau, ich bin der kritische Freund. Wahrscheinlich brauchen wir alle auch kritische Freunde. Geh mal direkt auf die nächste Folie. Genau, in der experimentellen Stadtforschung habe ich mir auch KI dazu geholt. Und zwar spiele ich sehr gerne mit Text-to-Image-KIs herum und habe gleich mal geguckt, was die KI mir für ein Bild ausspuckt, wenn ich Digital Urban Twins reinschmeiße. Dann habe ich noch weitergemacht und habe geguckt, was passiert, wenn ich die Definition des CAD der KI mal entgegengebe, und habe dieses Ergebnis bekommen und habe dann die Zwillingsdefinitionen des BKGs, viele ein paar Absätze da reingeschmissen und habe Folgendes bekommen. Man sah so ein bisschen schon bei der Folie davor natürlich den Fokus auf Stadt versus ein bisschen größer, ne? Eher den Deutschlandfokus natürlich habe ich hier auch selektiert, ja, aber in unserer Definition kam auch eher so ein bisschen Partizipation vor. Das sieht man, glaube ich, in der Folie davor auch. Genau, ja. Also einmal zu den beiden Präsentationen. Vielen Dank dafür. Es gibt ja sehr viel Gemeinsames. Also ich habe jetzt auf den ersten Blick viel Gemeinsames gesehen, also auch dieses gemeinsame modulare oder Komponentenverständnis der Zwillinge. Und ich konnte jetzt nichts herauslesen, was irgendwie sich unterscheidet. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob das meine Sicht darauf ist, ob es jetzt intern klare unterschiedliche, benennbare Unterschiede gibt. Das würde mich dann schon interessieren. Es kam ja auch schon die Frage nach den technischen Hintergründen. Auch da, was sind die Unterschiede, die es da vielleicht gibt? Ich fand sehr anschaulich, dass die beiden Anwendungsfälle oder viele Anwendungsfälle gezeigt wurden. Auch da wurde ja der Fokus und der Scope dieser beiden Zwillingsansätze nochmal sehr deutlich. Also das urbane versus eben der bundesweite Zwilling. Und auch da bei beiden wurde gefühlt immer über die Anwendungsfälle auch Erweiterungsmöglichkeiten mitgedacht. Interessant fand ich, dass in beiden Fällen eigentlich Sensordaten nicht so richtig genannt worden, weil das ja was ist, was ich total initial neben 3D-Daten, ja, und Scans und so würde ich das als eine der ersten Reaktionen mitdenken bei den beiden Fällen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, also ich weiß, dass es beim CAD stattfindet, das weiß ich aus jetzt internem Wissen. Ich hatte mich aber auch gefragt, ob das vielleicht im urbanen Raum sehr viel mehr Sensorik vorhanden ist und dadurch auch die Daten anders zur Verfügung stehen, ob das auf Bundesebene auch so ist. Für mich offene Frage. Genau, beim BKG fand ich es gab einen großen Fokus aus 3D-Daten. Bei den Blöcken oder den Komponenten war es auch so, dass 3D-Daten immer so als Base-Layer da waren. Ich hatte mich gefragt, ob es in den Beispielen, war das auch nicht so richtig ersichtlich, Anwendungsfälle gibt, in denen 3D-Daten nicht notwendigerweise Teil einer Fachanwendung eines Zwillings sein müssen. Das würde mich einfach interessieren. Dann hatte ich mich noch gefragt wegen der Plattform, die digitale Zwillingsplattform. Es gab ja dieses schöne Schaubild über die Struktur des digitalen Zwillings und woraus diese Analysen und Fachzwillinge abgeleitet werden. Das war jetzt hier ein bisschen detaillierter als die Folien, die ich hatte. Ich hatte mich trotzdem gefragt, läuft alles auf dieser Zwillingsplattform? Gibt es da eine Oberfläche, auf der alle arbeiten? Das heißt, Sie hatten ja auch sehr komplexe Anwendungsfälle, sowas wie, also keine Ahnung, diese Hochwasseranalysen oder wenn ich mir jetzt auch weitere klimatische Modelle vorstelle, die jetzt für Katastrophenschutz notwendig sind, können ja sehr komplexe Analysestrukturen sein. Es schien auf dieser Darstellung immer so, als wären die in ihre Plattform integriert werden müssten. Ich hatte mich gefragt, ob ich da auch von außen sagen kann, ich stelle mir ein Datenset zusammen, vielleicht auch eine Voranalyse und leite mir die Daten für mein Subsystem aus und kann dann auf meinem lokalen Fachsystem die Analyse machen.
Ich fand es schön, dass die Schnittstellen zu anderen Zwillingen mitgedacht wurden oder dass die zumindest in der Folie, die ich hatte, sehr aufgezeigt wurden. Und da wurde auch die Versionierung so ein bisschen mitgedacht. Das heißt, wenn sich die bebaute Umwelt oder man sieht auf den LiDAR-Scans, da haben sich Dinge verändert, dann kann man Versionierung so ein bisschen anzeigen und sagen, gut, der Baumbestand hat sich verändert oder sonstige Dinge. Die Schnittstellen zu anderen Zwillingen finde ich eigentlich total wichtig, das mitzudenken. Auch wenn wir jetzt eben diese zwei Welten haben, ja. Der eine Fokus ist eher bundesweit, der andere ist eher urban. Da schon gleich von Anfang an Schnittstellen mitzudenken, finde ich gut und wichtig. Ich frage mich, ob Sie Beispiele hätten, ob beide irgendwie sich Beispiele denken können, wo dieser Datenaustausch, keine Ahnung, Analysedatenaustausch wichtig ist und praktiziert werden kann. Dann hatten wir das jetzt so ein bisschen die Reaktion auf den Cut. Da gab es eine Folie, die ist jetzt, glaube ich, nicht gezeigt worden. Da stand auf so einer Pyramide ganz oben, was wir mit dem Zwilling erreichen wollen, automatisierte Reaktion und Steuerung von realen Objekten. Diese Folie gab es jetzt nicht, aber die ist ein Teil der offiziellen CAD-Präsentation, deswegen ist das, glaube ich, okay. Da hatte ich mich gefragt, das ist natürlich total wichtig und ich verstehe, dass sich dadurch auch Teile der Verwaltung und der Stadtplanung effizientere und nachhaltige Stadtplanung, Infrastrukturen etc. versprechen. Ich sehe aber da auch die Gefahr so einer Entkopplung von Entscheidungsprozessen von Bürgerinnen und auch von zivilgesellschaftlichen Aktionen. Wenn automatisierte Entscheidungen getroffen werden oder reale Objekte gesteuert werden, dann glaube ich, muss man nebst DPAS, was natürlich ein super Zugang ist, ist total wichtig, und auch die Marie-Kirchhof-Beteiligung ist total wichtig, aber ich glaube, man muss dann noch mal ein bisschen tiefer in Beteiligungsprozesse und Kommunikationsprozesse mit Bürgerinnen und Zivilgesellschaft eingehen, wenn es eben automatisierte Entscheidungsprozesse getroffen werden. Während wir jetzt mal zu der Software für die Erstellung von Instanzen, hatte ich mich bei CAD so ein bisschen gefragt, während es beim BKG sehr klar irgendwie aussah, es gibt da irgendwie eine Plattform, auf der kann ich mir diese Fachzwillinge zusammenstellen. Frage ich mich, wie das beim CAD ist. Wie komme ich auf diese einzelnen Module? Gibt es eine Plattform, gibt es eine Weboberfläche, auf der ich mir dann die Analysemodelle und die Daten etc. zusammenstelle und die dann zu meinem Fachzwilling mache, den ich für meinen Anwendungsfall brauche? Das war für mich noch eine offene Frage. Und ich wollte zum Ende eigentlich nochmal darauf hinweisen und auch kritisch hinterfragen und so ein bisschen in den Raum stellen, dass wir eigentlich super aufpassen müssen, insbesondere weil wir diese beiden parallelen Projekte haben, die beide irgendwie einen gewissen bundesweiten Fokus haben. Einmal zwar urban und einmal, der Fokus ist ein bisschen ein anderer, der Planungsfokus. Trotzdem sind es zwei große Projekte, bei denen natürlich irgendwie die Gefahr steht, dass man auf einer Technik und neue Datensilos schafft. Und auf der anderen Seite, wenn man diese Synergien nutzt und diese Doppelungen nutzt, kann man ja, wenn man Algorithmen, Analysen, zum Beispiel diese automatisierte Ausleitung von Points of Interest aus den LiDAR-Scans, das brauchen die Kommunen auch, das brauchen wir im Zweifelsfall als CAD auch. Und andersrum braucht das BKG im Zweifelsfall auch Datenanalysen in die andere Seite. Offene APIs, Synergien nutzen, dass man im Zweifelsfall Redundanzen abschafft und insbesondere unter diesen beiden Projekten eine offene Kommunikation, offene Standards unterhält und sich bewusst ist, dass man da ganz viel gemeinsam machen kann, um nicht neue Silos, so ein bisschen Distanz zueinander zu schaffen. So. Danke.